Moin, Ladies and Gentlemen! Wieder darf ich euch zu einem kleinen Video begrüßen und wir schauen uns heute einmal das brandneue S96 bzw. SSG 96 aus dem Hause Norwich an. Hier zunächst mal vielen lieben Dank an den Christoph und an den Dominik, welche mir dieses Modell zeitnah zur Verfügung gestellt haben. Das Ganze noch vor Release, bedeutet, ich hatte jetzt doch einige Tage Zeit, um das Ding mal auf Herz und Nieren zu testen. So, gerade mal 350 €, wunderschönes S96 und wir schauen uns natürlich einmal im Detail an. Ich wünsche euch wie immer viel Spaß! Dann starten wir heute auch wieder zunächst einmal mit dem Lieferumfang. S96 bzw. SSG 96 kommt heute ausnahmsweise mal nicht direkt gleich mit einem Waffenkoffer, sondern in einem ganz normalen Karton. Ist recht anständig verpackt, alles schwarzer Karton, alles ausgekleidet innen drin mit so einem Formschaumstoff. Bedeutet, die beiden Bauteile liegen alle sauber und ordentlich drin und nicht irgendwie so ein billiges Styroporgelumpe. Also schöne, hochwertige Verpackung. So, dann, wie gerade schon gesagt, die Teile liegen sauber drin, bedeutet, das Teil kommt einmal demontiert. Bedeutet, ihr habt einmal oben die Verschluss mit der Laufeinheit drin liegen und im unteren Bereich des Kartons findet ihr einmal den Schaft. Ihr müsst das Ganze also montieren. Bedeutet, ihr setzt die obere Einheit einfach in den Schaft ein und habt dann einen Inbus dabei, 5 mm. Und dann habt ihr im Schaft einmal im mittleren Bereich unten eine fette Schraube und im hinteren Bereich, hinterm Abzug noch eine fette Schraube. Die schraubt ihr einfach fest mit dem Inbus und fertig, dann ist das Ding fertig montiert. Dementsprechend könnt ihr auch für den Transport, wenn ihr einen etwas kleineren Koffer oder sowas habt und das Ding nicht am Stück reinbekommt, könnt ihr einfach diese beiden Schrauben wieder lösen und das Ding in 2 Teile zerlegen. Finde ich recht anständig beim S96. Kann man vielleicht auch gleich erwähnen, was ebenfalls sehr schön ist, die Schrauben im Schaft werden gehalten. Bedeutet auch, wenn ihr das Ganze löst, fallen die Schrauben nicht von alleine raus und ihr müsst nicht aufpassen, dass das verliert oder sowas. Bleiben also im Schaft drin stecken. So, also Inbus 5 mm ist dabei. Es ist ebenfalls noch ein zweiter Inbus dabei, den sieht man jetzt vielleicht nicht gleich auf den ersten Blick, denn dieser ist hinten einmal in der Schaftkappe integriert. Zeige ich euch später im Detail, habt dann 2,5 mm Inbus hinten drin und hierüber könnt ihr dann das Hop-Up einstellen. Bedeutet, wir haben hier direkt am Auto oben ein TDC Hop-Up-System. Zeige ich euch wie gesagt später. So, dann Beipackzettel, ein bisschen Sicherheitsgedöns, also wirklich Anleitung ist es nicht. Es ist nicht drin erklärt, wie man das Magazin belädt oder sowas. Könnt ihr vergessen, einfach nur so ein bisschen Sicherheitsgedöns. Wahrscheinlich wird auf der Webseite beim Christoph wieder alles erklärt oder Videos gemacht, wie ihr das Ding betreibt, wer Hilfe benötigt. Ist aber eigentlich selbsterklärend. So, dann ebenfalls enthalten ein Standard S96 Magazin. Das Ganze ohne Speedloader. Hätten wir vielleicht auch noch mit reinpacken können. Hätten Bock nicht fett gemacht. Auf jeden Fall Standard S96 Modell. Ich würde euch aber definitiv empfehlen, wenn ihr noch keinen Speedloader habt, bestellt euch gleich einen mit. Denn sonst müsst ihr das Ding mit Hand laden und das macht keinen Spaß. Also S96 Magazin, sprechen wir auch später im Detail dadurch. Und einmal ein Laufreinigungsstab. Hier ein kleines, aber feines Detail, muss ich sagen. Das Ganze mit einer Markierung für die maximale Länge. Bedeutet, ihr müsst ja, wenn ihr den Lauf putzt, dürft ihr nicht bis Anschlag da hinten reinputzen und reiben und machen. Ansonsten könnt ihr auf Dauer euer Hop-Up-Bucking kaputt machen. Ihr solltet also immer mit dem Reinigungsstab ganz knapp vor der Patchfläche aufhören. Und hier einfach ein schönes kleines Detail, gerade für Einsteiger. Hier die maximale Länge markiert. Bedeutet, ihr solltet maximal bis zu dieser Länge den Laufreinigungsstab in das Rohr oder in den Lauf reinschieben und nicht weiter. Also nicht hinten bis in den Zylinder reinputzen, das ist kacke, sondern maximal bis zum Hop-Up-Bucking. Und hier einfach ein kleines, feines Detail, das Ganze mit Markierung drauf. So, dann natürlich euer S96, wie gesagt, zerlegt 2 Bauteile, Zielfernrohr sowie auch das Zweibein sind nicht Bestandteil des Lieferumfangs. Dann sprechen wir heute wieder ganz kurz die technischen Daten durch. SSG 96 wird hergestellt bei kein blassen Dunst in China. Also auch hier wieder eine China-Knifte, wie SSG 10 auch und dementsprechend aber der recht faire Preis überhaupt möglich. Der Vertrieb ist Norwich Trading GmbH und Importeur. In Deutschland bzw. für die Zulassung zuständig ist einmal TMH. SSG 96 gibt es, soweit ich aktuell weiß, wie gesagt, das Ding ist noch nicht released, aber gibt es, glaube ich, aktuell nur in schwarz. Ob hier vielleicht in Zukunft mal ein Schaft noch in Oliv folgt als Zubehör, weiß ich leider nicht. Wäre auf jeden Fall mega geil. Vom Preis her, wie gesagt, sehr fair. Das ganze Ding wird 350 € kosten. So, dann die Maße. Wir haben hier eine Gesamtlänge standardmäßig von 1080 mm. Warum standardmäßig? Ihr seht hier hinten, ich habe bereits so einen Einsatz von der Schaftkappe demontiert oder entfernt. Bedeutet, ich musste einfach noch ein bisschen näher ans ZF hin, konnte aber das ZF nicht weiter hinter montieren. Dementsprechend einen Einsatz rausgenommen. Der ist aber auch standardmäßig hier hinten drin verbaut. Ihr könnt aber jetzt auch, wenn ihr als Kind in den Zaubertrank gefallen seid, dementsprechend ein bisschen größer seid, könnt ihr diese Einsätze auch als Zubehör separat erwerben und dementsprechend das Teil auf eure Länge oder auf eure Körpergröße sauber einstellen.
Der Innenlauf ist ein Standard L96-Lauf von der Aufnahme her. Hier gibt es zum Beispiel Tuningläufe von Maple Leaf. Also ihr bekommt keine VSR-Läufe rein, keine AEG, sondern speziell nur L96-Läufe. Die Länge beträgt hier 430 mm mit einem Innendurchmesser von 6,01 mm. So, dann noch einen kleinen Punkt, das hätte ich beim SSG 10 damals auch ansprechen sollen eigentlich. Das Ding ist in Deutschland zugelassen mit einer Lauflänge von 430 mm. Bedeutet, im Zubehör wird auch wieder ein kürzer Outer mit einem kürzer Inner verfügbar sein. Dürft ihr aber in Deutschland nicht verbauen, denn wie gesagt, die Lauflänge ist nicht zugelassen. Österreicher, Schweizer, scheißegal. Was haben wir noch? Pickrail. Machen wir hier oben weiter. Pickrail. Einmal hier oben drauf, nutzbare Länge sind 190 mm. Wir haben standardmäßig leider keinen Adapter dabei für einen Schalldämpfer. Ihr habt hier vorne so eine Gewindekappe drin. Hier habt ihr ein Gewinde 24 mm mal 1 mm Steigung und das Ganze counterclockwise, also linksdrehend. Wie gesagt, auch hier wird wieder als Zubehör ein Adapter verfügbar sein. Muss man halt wieder separat erwerben. Aber ganz ehrlich, das Ding mit 1080 mm, wer braucht da vorne noch einen Schalldämpfer drauf? Das könnt ihr als Speer benutzen, das Teil. So, was haben wir noch? Gewicht. Ohne Zielfernrohr, ohne Zweibein natürlich, 3200 Gramm. Also doch ein bisschen schwerer wie jetzt zum Beispiel eine Well MB01. Liegt aber auch daran, dass wir einen recht massiven Schaft haben. Sprechen wir aber bei den allgemeinen Informationen durch. Dann noch die Energie. Auch hier könnt ihr wieder auswählen, wenn ihr euch das Teil kauft, wie viel Power oder welche Feder wollt ihr drin haben. Es gibt eine 1 Joule Version, 2,2 Joule, 2,8 Joule und eine 4 Joule Version. Ich habe jetzt fürs Review die 2,8 Joule Version bekommen und das ist einfach die perfekte Energie für ein Federdruckmodell, finde ich. Wir brauchen nicht mehr, wir brauchen auch nicht weniger, sonst können wir uns eine SAEG kaufen. Okay Leute, ich habe das Ding auf jeden Fall wieder nachgekront. Schauen wir uns an.
So Leute, Chrono, Schusstest haken wir ab. Lass uns noch mal ganz kurz über den Schusstest sprechen. Sie ist out of the box definitiv das beste L96-System, was man bekommt. Ihr könnt problemlos 04, 045 problemlos hoppen, problemlos spielen. Von der Präzision oder vom Streukreis her kommt sie aber nicht ganz an die SSG 10 ran und auch nicht an eine SRS mit einem Kraken oder mit einem TNT-Set. Wie gesagt, sie ist gut, streut aber ein ganz kleines bisschen mehr wie jetzt zum Beispiel die SSG 10 OTB das Ganze. So, dann allgemeine Informationen. Ihr packt das Ding aus dem Karton aus und denkt euch, 350 €, Schnäppchen. Nee, ist wirklich geil. Ich dachte zuerst, wo ich den Preis gelesen habe vom Dominik per E-Mail, dachte ich, okay, da kommt irgendwie so ein Plastikbomber wie eine Well oder sowas. Nein, ihr habt einen kompletten Schaft, komplett aus Polyamid-Kunststoff. Und der ist nicht nur von der Haptik saugut, der fühlt sich hochwertig an, sondern auch wenn ihr da drauf prügelt auf das Ding. Das Ding fühlt sich einfach mega solide und robust an. Natürlich 3200 Gramm, ein bisschen schwerer wie jetzt ein anderes S96 Modell zum Beispiel. Aber gerade dieser Schaft aus Polyamid-Kunststoff reißt es einfach raus, meiner Meinung nach. Denn wie gesagt, ich dachte, es kommt ABS, aber nein, es ist ein kompletter Polyamid-Schaft. Und der ist von der Haptik und von der Haltbarkeit her einfach richtig gut gelungen. Perfekt. Noch in Oliv? Dann wäre ich richtig glücklich. Nee, aber ist echt gut umgesetzt, das Ganze. So, dann auch seht ihr, dass wir ein Fluted Rohr wieder, oder so ein Twisted Rohr haben. Auch hier sitzt das Ganze hervorragend im Receiver drin. Kein Spiel, kein Wackeln vorne drauf. Auch ist das Rohr nicht irgendwie dünnwandig, sondern relativ dickwandig. Seht ihr vielleicht später bei der Demontage, das Hop-Up-System sitzt sauber drin. Ihr habt Spacer vorne drin. Vorne wird der Lauf nochmal zentriert. Also auch hier vom Rohrsystem sehr gut umgesetzt. Dieses Twisted Design, das ist ein bisschen Geschmackssache. Je nachdem, ob man Wert darauf legt oder eben nicht. Mir ist es relativ wurscht. Ebenfalls, das habe ich euch noch gar nicht gesagt, ihr habt Aufnahme für das Zweibein. Hier vorne diese Standard S96 QD Aufnahme. Bedeutet, ihr könnt auch einen Zweibein-Adapter mit RES-Schienen hier vorne einfach reinbauen. Wenn ihr diesen Adapter nicht habt, habt ihr im Lieferumfang ebenfalls so eine Standardmontage hier unten dran. Bedeutet, auch hier unten seht ihr, könnt ihr ebenfalls ein Zweibein dran montieren, wenn ihr es benötigt. Aufnahme von Trageriemen ist auch komplett beidseitig, links, rechts jeweils, einmal im vorderen Bereich, einmal im hinteren Bereich. Dann haben wir eine Schaftkappe drauf, auch aus Polyamid-Kunststoff. Hier müsst ihr vielleicht ein bisschen aufpassen. Ich habe sie, wo ich sie das erste Mal eingestellt habe, habe ich die Schrauben relativ festgezogen und bei der hinteren hat es ein bisschen geknackst. Jetzt weiß ich nicht, ob da innen drin irgendwas gebrochen ist, keine Ahnung. Geht da mal davon aus, dass ihr die beiden Schrauben von der Wangenauflage, wenn ihr die einstellt, ein bisschen human zudreht. Also gut handfest, aber nicht übertreiben. Ansonsten könnte es passieren, dass da innen drin irgendwas bricht. Wie gesagt, ich habe ein bisschen angezogen, dann hat es ein bisschen geknackst. Ich habe auch noch nicht reingeschaut, was kaputt ist. Okay, so, ebenfalls sehr gut umgesetzt, muss ich sagen, für den Preis für 350 €, ist einmal das Verschlussgehäuse hier oben drauf. Denn hier haben wir nicht wie bei Well, dass wir irgendwie Zinkguss oder sowas haben, sondern das gesamte Verschlussgehäuse da oben ist komplett aus CNC gefrästem Aluminium gefertigt. Und das ist einfach von der Qualität her mega. Wie gesagt, Preis-Leistung, tipptopp. Hätte ich nicht erwartet, ich dachte eigentlich auch, dass hier irgendwas aus Zink kommt. Okay, so, dann vom System selbst her, da gibt es einen kleinen Punkt, den spreche ich aber später nochmal bei den Internals an. Und zwar standardmäßig war mein Modell, ich spreche speziell über mein Modell, war innen drin relativ trocken. Bedeutet, der gesamte Zylinder innen drin war nicht irgendwie mit Silikonöl irgendwie ein bisschen geschmiert oder sowas, sondern war relativ trocken. Und dementsprechend lief das gesamte Zylinderset relativ, straff nicht, aber es lief nicht so flutschig wie jetzt da. Ich zeige es euch mal ganz kurz, wie es jetzt ist. Wie gesagt, ich habe jetzt den Zylinder innen drin ganz kleines bisschen geölt mit Silikonöl und ebenfalls den Receiver im hinteren Bereich, also hier, wo der Zylinder drin läuft. Hier bitte ein bisschen aufpassen, wenn ihr hier auch Fett oder Öl aufbringt, bitte nicht auf den Zylinder und auch nicht im vorderen Bereich, sondern wirklich bloß im hinteren Bereich, wo kein Schmutz rankommt. Ansonsten, wenn ihr jetzt den Zylinder mit Öl einschmiert, dann sammelt sich da der ganze Schmutz und Dreck und dann habt ihr irgendwann komplett versüfften Zylinder. Dementsprechend Verschlussgehäuse nur im hinteren Bereich eine hauchdünne Schicht Fett oder Öl aufbringen. So, und wenn das Ganze geölt ist, dann läuft das Ding für 2,8 Joule butterweich. Wartet mal, ich kann es euch vielleicht mal so zeigen. Flop. Flop. So muss ein System laufen. Wie gesagt, minimal ein bisschen nachgeschmiert und jetzt läuft das System perfekt. Richtig, richtig gut. Bedeutet auch hier bis jetzt absolut keine Kinderkrankheiten festgestellt, wie zum Beispiel jetzt bei der SSG 10, dass es irgendwie kratzt und hakt und reibt oder sowas, nix. Das Ding läuft einfach out of the box. Wunderbar. So muss ein Zylinder laufen. Hervorragend. Kann man echt nicht schimpfen. Ein kleiner Punkt, das zeige ich euch aber später nochmal in der Nahaufnahme, das könnt ihr jetzt vielleicht ein bisschen schlecht sehen. Und zwar ist es möglich, beim Repetieren den Zylinder ein kleines bisschen zu stark zu drehen. Bedeutet, ich weiß nicht, wenn ihr euch mal die Kante da hinten anschaut, den kann man ein bisschen arg drehen. Und wenn man den dann nach vorne fährt,
dann schlägt man hier mit der unteren Kante gegen den Receiver hinten. Und dadurch ergibt sich hier hinten ja, so ein Abrieb oder so eine Schlagkante. Das ist jetzt zum Beispiel bei einer MB01 von Well, ist es nicht der Fall, da kann man den Zylinder einfach nicht so weit rotieren oder drehen. Aber wie gesagt, gibt es halt da hinten so eine kleine Schlagkante. Ob man das jetzt kritisieren muss, weiß ich aktuell noch nicht. So, der nächste Punkt ist, wir haben ein paar Indikatoren dran, wie bei anderen Modellen. Zunächst mal Loading-Indikator fürs Magazin, einmal hier vorne im Schaft drin. Den zeige ich euch vielleicht später noch mal in der Nahaufnahme. Könnt ihr vielleicht schlecht erkennen jetzt. Auf jeden Fall, wenn das Magazin leer ist, kommt hier vorne aus dem Schaft so ein kleiner Bobbel rausgefahren. Oder so ein kleines Kunststoffteil. Bedeutet, ihr seht sofort, okay, das Magazin ist leer, ich muss nachladen. Weiterer Indikator ist dann der Loading-Indikator vom Spannen oder Repetieren her. Und zwar seht ihr hier hinten drin so einen kleinen Pin. Bedeutet, wenn die Waffe gespannt ist oder auf Zug ist der Piston, dann seht ihr hier hinten den Pin und könnt dementsprechend direkt sehen, okay, die Waffe ist gespannt oder eben nicht gespannt. Finde ich auch gut. Okay, dann ein kleiner Punkt, vielleicht könnte man den Schaft noch ein bisschen innen drin ausgleiten, mit vielleicht ein bisschen Schaumstoff oder sowas. Denn standardmäßig, gut, es ist keine Kugel drin, das muss man auch immer beachten, aber standardmäßig, ja, obwohl der Schaft sehr massiv ist und robust ist und Polyamid ist, haben wir trotzdem so ein bisschen so ein Kunststoffscheppern drauf. Natürlich, wenn eine Kugel drin ist, nimmt es ab, das Geräusch, aber ich denke dennoch, wenn man ein bisschen die Hohlräume noch ein bisschen füllt, könnte man vielleicht den Klang noch ein bisschen dumpfer bekommen. Denn wie gesagt, so ein ganz kleines Kunststoffscheppern haben wir eben noch drin. Bekommt man aber, wie gesagt, mit ein bisschen Schaumstoff normalerweise in den Griff. Okay, so, Thema Hop-Up sprechen wir dann später an. Das ist auch wieder so ein Punkt. Ich zeige es euch vielleicht ganz kurz nochmal hier so. Ihr habt hier hinten drin diesen kleinen Inbus, wie beim Lieferumfang schon angesprochen. Den könnt ihr rausziehen aus der Schaftkappe und könnt dann hier vorne einmal euer Hop-Up einstellen. So, und das geht natürlich, TDC geht es natürlich mit Zielfernrohr, mit dem Extender oder mit der Sonnenblende vorne drauf. Geht das nicht, denn ihr kommt hier mit dem Inbus nicht rein. Ihr könnt den Inbus ein bisschen kürzen, dann geht's, aber standardmäßig funktioniert das Hop-Up natürlich nur ohne Sonnenblende. Das bedeutet, man müsst ihr diese wegschrauben oder halt ein ZF installieren, was ein bisschen kleiner ist. Dann lasst uns noch kurz über das Thema Magazin und Kompatibilität sprechen. Ihr habt im Lieferumfang ein Standard L96 Magazin enthalten und es ist wirklich Standard, dementsprechend passen auch problemlos andere rein. Zum Beispiel, ich habe jetzt hier noch ein Well MB01 Magazin, das passt auch problemlos und funktioniert ebenfalls tadellos. Auch dieser Loading-Indikator ist hier natürlich selbstverständlich einmal vorhanden. Also ob ihr jetzt ein Originalmagazin verwendet oder ein Well-Magazin, vielleicht habt ihr welche daheim, keine Ahnung. Funktioniert auf jeden Fall bei beiden Magazinen tadellos. Ihr seht aber auch zum Beispiel, das Well-Magazin ist aus Zinkguss gefertigt. Dementsprechend relativ schwer das Ganze. Im Vergleich dazu, das Originalmagazin von der SSG 96 ist ja aus so einem transparenten Acrylkunststoff gefertigt. Bedeutet auch hier das Ganze so leicht rauchig und ihr seht im unteren Bereich dann dementsprechend auch euren Kugelstrang drin. Beide Magazine sind Double Stack und ihr bekommt maximal 22 Mumpen rein in das Teil. Beim Befüllen müsst ihr ein kleines bisschen aufpassen. Gut, das ist, wie gesagt, das ist Acrylkunststoff. Bei Well ist es ABS-Kunststoff, die Lippe oben oder die Haltelippen. Da kann es irgendwann mal passieren, dass hier vielleicht mal, ja, gerade wenn man zu 8 drückt mit dem Speedloader, dass die mal abplatzen. Da die Magazine aber so günstig sind, egal, kann man nicht ansprechen. Von den Kosten her, ich kann es euch noch gar nicht genau sagen, denn ich habe leider noch keinen Preis für ein Ersatzmagazin erhalten. Ich kann euch nur sagen, so ein Well-Magazin kostet 12 Euro, 12 oder 13 Euro, glaube ich. Da hier Zink verbaut ist und das Ding nur aus Kunststoff ist, denke ich mal, wird das Teil so um die, keine Ahnung, 7, 8, 9 Euro ungefähr kosten. Wie gesagt, ich habe noch keinen Preis, ich kann es euch nicht genau sagen. Zum Befüllen hier, ihr braucht einen stinknormalen Speedloader, das Ganze ohne Aufsatz und da müsst ihr aber aufpassen, die Lippen sind relativ hoch links und rechts und wenn ihr jetzt einfach nur das runterdrückt und hier oben ansetzt, passiert es relativ häufig, dass ihr die Kugel nicht gerade reindrückt, sondern dass sie entweder nach vorne oder nach hinten rausfloppen. Bedeutet, ich empfehle euch einfach, dass ihr 2 Finger hernehmt, die Lippen vorne und hinten dicht macht und dann einfach Speedloader gerade aufsetzen, reindrücken, fertig. Und wie gesagt, wenn das Ding voll ist oder wenn es schwer geht, aufhören, nicht übertreiben, nicht mit aller Gewalt da reinpressen das Zeug. Ansonsten kann es eben passieren, dass diese Lippen hier oben aufplatzen oder abbrechen. Okay, wie gesagt, Magazin funktioniert tadellos, feedet hervorragend und ich finde es auch ehrlich gesagt gar nicht mal so verkehrt, dass das Ding transparent ist, denn man sieht hier unten einfach wunderbar den Kugelstrang drin. Okay, so, auch vom Einlegen, wie gesagt, beide Magazine funktionieren hervorragend. Habt ihr standardmäßig wie bei anderen S96 Modellen hier vorne den Magazinschacht, nicht original hier hinten natürlich. Und lassen sich auch problemlos einlegen. Bedeutet, ihr packt den ganzen Mist da einfach einmal unten rein, zack, und hakt es einmal ein. Sitzt sauber drin, fällt nicht raus oder sowas. Auch nicht irgendwie zu schwabbelig, sondern das sitzt einfach hervorragend in diesem Polyamidschaft, einmal sauber drin. Und auch vom Lösen her über diese Federspannung, ihr löst einmal vorne den Halter, zack, springt euch das Magazin entgegen über diese Federung. Und das funktioniert, wie gesagt, das funktioniert bei beiden Magazinen, funktioniert das Ganze hervorragend. Zack,
rastet sauber ein und einmal lösen, zack, springt es euch entgegen. Also auch hier von den Magazinen absolut keine Probleme und ich denke auch, wie gesagt, dass die Dinge echt mega günstig werden von den Kosten her. Dementsprechend Magazine ebenfalls tipptopp. Weiter geht's mit der Verarbeitungsqualität, der Passgenauigkeit und den Materialien. Wir fangen mal beim Auto an, habe ich euch vorhin schon mal gesagt, ihr habt hier vorne so eine Gewindeschutzkappe dran, so eine kleine Kappe dran. Könnt ihr runterschrauben, ist ein Linksgewinde, ist komplett aus Alu gefertigt und im inneren Bereich nochmal ein O-Ring, der quasi den Inner im Auto sozusagen vorne nochmal zentriert. Also hier auch gut umgesetzt. Auch der gesamte Auto ist aus Aluminium gefertigt, das Ganze ist so ein Twisted Design, das ist ein bisschen Geschmackssache, wem es gefällt. Ist so in Ordnung. Auf jeden Fall sehr wichtig, dass auch der Auto von der Wandstärke her relativ dick sind. Müssten um die 2,5 mm sein. Dementsprechend relativ dick das ganze Alurohr und sitzt einfach nur hervorragend am Receiver dran und auch einmal im Schaft drin. Bedeutet hier absolut kein Spiel oder ähnliches. Kein Wackeln, kein Versatz, nix. Das Ding sitzt einfach brutal fest drin. So muss es sein. Dann finden wir zunächst einmal vorne am Schaft links und rechts einmal Aufnahme von Trageriemen vor. Das Ganze ist aus Zinkguss gefertigt, aber vom Material relativ dick. Das sind 2,5 mm, also dementsprechend genügend Material vorhanden. Also ob das jetzt aus Stahl oder aus Zink ist relativ egal. Das wird euch also nicht irgendwie schnell durchscheuern und dann aufreißen oder sowas, sondern das Zeug wird auch, wenn es aus Zink ist, definitiv erstmal problemlos halten. Dann seht ihr hier vorne am Schaft einmal die Aufnahme, QD-Aufnahme für den Zweibeinadapter. Da gibt es einen von Christoph oder wird es einen von Christoph geben. Ich denke aber auch, dass andere L96 Zweibeinadapter ebenfalls passen. Also jetzt Well zum Beispiel oder sowas. Das Zeug ist von den Maßen alles normalerweise genormt oder identisch. Könnt ihr also hier vorne quasi einmal reinschieben das Ganze, dann habt ihr vorne einmal Pick-Rails. Bei Well habt ihr links und rechts nochmal Pick-Rails. Beim Christoph sein habt ihr nur im unteren Bereich eine Pick-Rail. Und könnt dann dementsprechend an die Pick-Rail zum Beispiel euer Zweibein dran montieren. Oder ihr macht es wie ich und nehmt einfach die Aufnahme im unteren Bereich und packt es eben unten an Schaft dran, euer Zweibein, wenn ihr denn eins benötigt. Dann kommen wir mal zum ersten Highlight, zumindest empfinde ich das so. Und zwar einmal unser Verschlussgehäuse hier oben drin. Jetzt hier einmal in der Nahaufnahme zu sehen, bedeutet der gesamte Block, wo einmal euer Auto reingeschraubt wurde, über ein ewig langes Gewinde bis hier hinten hin. Zentrierring habt ihr innen drin. Und dieser gesamte Block, komplett wo euer Zylinder drin läuft, ist komplett aus CNC gefrästem Aluminium gefertigt. Und das Ganze nicht aus Zinkguss. Das finde ich für den Preis einfach Hammer. Unheimlich schön, passgenau das Ganze, sitzt hervorragend im Schaft drin, sitzt fest drin. Auch der Zylinder gleitet wunderbar innen drin. Also hier von der Qualität her und vom Material einfach tipptopp umgesetzt. Hätte ich nicht gedacht für 350 €, dass das Ding hier einmal komplett gefräst ist. Ich zeige euch auch das gesamte Bauteil dann später nochmal in der Nahaufnahme, wenn wir zu den Internals kommen. So, dann haben wir hier hinten einmal unseren Kammerstängel dran. Der ist komplett aus Stahl gefertigt, dementsprechend auch ein bisschen, ja, wie soll ich sagen, ein bisschen schwer. Also hängt relativ viel Masse hinten dran. Geht auch zum Lösen relativ straff, braucht ein bisschen Schmackes dafür. Arretiert aber einmal, oh, jetzt fällt sie gleich um. Arretiert aber einmal richtig schön sauber der gesamte Kammerstängel hier hinten drin. Dann der hintere Block zusammen mit der Sicherung ist ja einmal aus Zinkguss gefertigt. Also quasi dieser Block hier. Dann habe ich es vorhin schon mal angesprochen, ich weiß es nicht, wenn ich das Ganze jetzt mal ganz kurz ein bisschen drehe. Wenn man jetzt den Kammerstängel ein bisschen runterdrückt und den Zylinder schließen möchte, dann habt ihr es vielleicht gerade gesehen, dann schlägt man hier ein bisschen auf den Receiver drauf. Man bleibt jetzt nicht dran hängen. Wie gesagt, wir haben ja hier quasi eine Phase dran, bedeutet das Material rutscht schon immer sauber rein, aber es ergibt sich dadurch immer so eine kleine, ja, so eine ganz kleine minimale Schlagkante. Muss man vielleicht ein bisschen aufpassen, wie man den Zylinder eben reinschiebt. Okay, dann wie vorhin auch schon angesprochen oder schon gezeigt, das ganze System jetzt ein kleines bisschen nachgeschmiert und es läuft einfach butterweich. Also richtig toll, kein Kratzen, kein Haken oder sonstiges. So muss ein Zylinder einmal laufen. Dann bleibt uns eigentlich nur noch unser gesamter Schaft und auch hier wurde ich wirklich sehr positiv überrascht. Ich habe es euch vorhin schon mal gesagt, ich bin davon ausgegangen, dass ich auch irgendwie für den Preis ein bisschen, ja, dass ich hier ABS bekomme. Das ist aber nicht der Fall, sondern wir haben den gesamten Schaft komplett aus Polyamid-Kunststoff, bedeutet aus Nylonverbund. Und der ist einfach von der Qualität, von der Haptik, von der Oberfläche her einer der geilsten L96 Schäfte, den ich bis jetzt in der Hand hatte. Absolut nicht zu vergleichen mit einer Well sowieso, aber selbst eine Marui kommt da einfach nicht ran. Das Ding ist solide, es ist schön dickwandig, auch wenn ihr draufklopft, es hört sich nicht an wie ABS, es scheppert nicht. Ihr könnt das Ding nicht verwinden, es knarzt nichts, es ist einfach mega solide und von der Haptik einfach ein richtig geiler Schaft. Danke Christoph, so ein Schaft für L96 wünscht man sich einfach. Richtig gut.
So, am Schaft, wie gesagt, komplett Polyamid-Kunststoff, 2 Hälften, wird über viele Schrauben miteinander verbunden. Qualität, würde ich sagen, ist in Ordnung. Man sieht hier zwar, wo diese beiden Hälften sich ein bisschen treffen, auch hier im Abzugsbügel einmal unten drin, sieht man so eine ganz kleine Kante, aber die ist absolut nicht irgendwie stark ausgeprägt. Man merkt sie auch nicht. Bedeutet auch, wenn ihr das Ding in der Hand habt, ihr merkt hier innen drin diesen Verbund oder diesen Übergang zwischen diesen beiden Hälften, merkt ihr absolut nicht. Und wie gesagt, die Qualität ist einfach tipptopp. Ein richtig, richtig geiler Schaft. Am Schaft selbst haben wir hier oben die Wangenauflage dran. Auch diese ist aus Polyamid-Kunststoff gefertigt und könnt ihr über die 2 fetten Schrauben einmal stufenfrei in der Höhe einstellen. Wie vorhin auch schon ganz kurz angesprochen bei den Allgemeininformationen, diese beiden fetten Schrauben mit dem großen Inbus nicht so arg zudrehen. Also nicht mit Schmackes irgendwie auf Anschlag drehen, sonst knackt es ein bisschen innen drin. Vielleicht könnte dann was kaputt gehen. Also ganz normal handfest zudrehen und fertig. Dann verstellt sich das Ding auch absolut nicht. Also ihr könnt auch Wange auflegen, was ihr wollt. Das Ding rutscht nicht irgendwie hin und her. Leicht festziehen, fertig. Dann haben wir hinten am Schaft ebenfalls nochmal Aufnahmen für den Trageriemen. Ebenfalls wieder links und rechts und auch hier das Ganze wieder aus Zinkguss gefertigt. Aber auch hier wie im vorderen Bereich schön dick vom Material her und von der Öse groß genug. Also auch hier auch keine Bedenken, dass sich dieses Material schnell durchreibt. Dann geht es weiter mit dem Thema Hop-Up. Zunächst mal, ihr seht hier hinten einmal die Schaftkappe. Die ist übrigens komplett einmal aus Gummi, schön weich gummiert das Ganze. Und wie vorhin schon angesprochen bei den technischen Daten, könnt ihr diese in der Länge ein bisschen einstellen. Habt ihr 2 fette Schrauben drin, nehmt ihr ebenfalls den 5 mm Inbus, welcher im Lieferumfang enthalten ist. So, kleines, aber nettes Gadget, muss man ganz ehrlich sagen. Hier hinten in der Schaftkappe oben drin habt ihr direkt einen Inbus eingearbeitet. Bedeutet, ihr könnt hier einfach, zack, einmal den Inbus hinten rausziehen. Könnt euer Hop-Up einstellen und wenn ihr fertig seid, schiebt ihr das ganze Ding dann wieder rein. Bedeutet, ihr müsst nicht irgendwie in irgendeiner Pouch gucken, dass ihr den Inbus irgendwie mit euch führt und aufpassen, dass ihr nicht verliert, sondern der ist immer direkt an der Waffe mit dran. Bedeutet, wenn ihr das Hop-Up einstellen wollt, kurz rausziehen, bisschen nachjustieren, wieder reinschieben, fertig. Und der wird hier hinten in dem Gummi auch richtig sauber festgehalten. Das nenne ich mal gut überlegt und gut durchdacht. So, den nehmt ihr also, dann geht ihr nach vorne, setzt den Inbus einfach hier einmal in das Loch rein, das ist auch schön eingelasert, einmal Hop und könnt hier quasi übers TDC einmal euer Hop-Up einstellen. Inbus rein, dann eben ein bisschen mehr oder ein bisschen weniger Hop drauf geben. Ein kleiner Punkt, die Schraube innen drin oder der Gewindestift, schauen wir uns natürlich bei den Internos nochmal im Detail an, hat kein Feingewinde, bedeutet es ist ein Standardgewinde. Dementsprechend müsst ihr hier beim Hop ein bisschen vorsichtig vorgehen. Also es ist relativ aggressiv, also nicht gleich irgendwie so eine Viertelumdrehung, sondern tastet euch da ganz vorsichtig ran, also wirklich so Stückchen, häppchenweise. Aber wie gesagt, ihr müsst da nicht irgendwie jetzt irgendwas öffnen oder sowas, sondern ihr haut eine Kugel raus, schaut, okay, ich brauche noch ein bisschen mehr, setzt nochmal an, gibt ein bisschen mehr, probiert nochmal und wenn ihr fertig seid, nehmt den ganzen Inbus wieder, schiebt ihn hinten wieder rein und fertig. Dementsprechend sehr, sehr gut umgesetzt, das Ganze und benutzerfreundlich umgesetzt. Nur wie vorhin schon mal angesprochen, wenn ihr jetzt auch einen Scope mit oder einen ZF mit Extender habt oder Sonnenblende habt, dann ist der Inbus ein bisschen, ja, ihr kommt beschissen hin. Ihr müsstet also den Inbus mit dem Dremel oder mit der Säge einfach ein kleines bisschen kürzen. Dann kommt ihr eben auch unter den Extender drunter und könnt euer Hop-Up ebenfalls einstellen. Das ist immer, wenn man so große oder lange ZFs nutzt, ist es halt immer so ein bisschen, ja, so ein Punkt mit dem TDC. Aber wie gesagt, funktioniert tadellos das Ganze. Dann lasst uns kurz über den Abzug und über das Quick-Change-System sprechen. Ich weiß, ich bekomme hier relativ wenig Licht rein, aber ich hoffe, ihr könnt einigermaßen was erkennen. So, standardmäßig ist der Spring Guide Stopper dafür ausgelegt, dass ihr den normalerweise hier unten vorm Abzug quasi einmal lösen könntet. Bedeutet, er hat hier so eine schöne große Auflagefläche, da geht er einmal in den Schaft rein und drückt diesen mit Schmackes nach unten. Wenn ihr diesen gelöst habt, ist es rein theoretisch möglich, den Zylinder direkt rauszuziehen, ohne das Ding überhaupt zerlegen zu müssen. So, jetzt zeige ich euch aber später auch nochmal, das funktioniert bei meinem Modell leider nicht. Also es wird zwar angegeben oder ist angegeben als Quick Change, aber der Spring Guide Stopper, der sitzt bei mir so fest und so brutal drin, ich kann den hier nicht wirklich lösen. Also ich weiß nicht, ob das bei anderen Modellen leichter geht, aber mir ist es hier leider nicht möglich, diesen irgendwie rauszudrücken. Bedeutet, ich muss auf jeden Fall den gesamten Verschluss erstmal aus dem Schaft rausbauen. Andernfalls ist es mir nicht möglich, den Zylinder zu demontieren oder zu lösen. Wie gesagt, normalerweise gedacht ist es, hier reingreifen, dann mit dem Daumen rausdrücken und nach unten drücken und dann könnt ihr den Zylinder lösen. Funktioniert aber leider bei meinem Modell nicht, denn er sitzt einfach viel zu straff drin. So, dann der Abzug. Der ist aus Aluminium gefertigt, auch wieder schön flach von der Auflage her oder vom Design her. Und dann schauen wir uns den Abzug mal ganz kurz an. Jetzt muss ich nur einmal ganz kurz durchladen. So, einmal repetiert. Dann schauen wir mal, dass wir wieder hier ein bisschen ins Licht reinkommen. Der Abzug ist, ich zeige es euch später auch nochmal von der Abzugsgruppe her,
Der Abzug selbst hockt sauber dran. Also ihr seid hier direkt, ihr habt kein Spiel oder sowas drin, sondern ihr seid hier direkt am Sier sozusagen dran. Allerdings ist der, wie soll ich sagen, der Abzugsweg ist durch den Aufbau von der inneren Mechanik ist ein bisschen länger wie vielleicht bei einer VSR oder sowas. Also gerade bei diesem Bulltrick-System war der Abzugsweg ja relativ kurz und knackig. Man kann auch diesen Abzug nicht irgendwie einstellen über Gewindestifte. Das geht nicht. Bedeutet, ihr seid hier direkt am Druckpunkt dran. Ah, ja genau, jetzt habt ihr es wieder nicht gesehen. Aber ihr müsst relativ lang ziehen, wie ich finde. Lass mich mal ganz kurz nochmal zeigen. So, jetzt sind wir hier dran. Jetzt ziehen wir und ziehen wir und ziehen wir und ziehen wir. Jetzt löst ihr. Okay, also wir müssen relativ, ja, das kann man schlecht zeigen. Aber man muss relativ lang ziehen oder einen relativ weiten Weg zurücklegen, bis der Abzug sich dann einmal löst oder der Piston. Das zeige ich euch dann aber später nochmal im auseinandergebauten Zustand nochmal im Detail, wie das Ganze aufgebaut ist. Was man auch ansprechen muss, das Abzugsgewicht mit 2,8 Joule, was das Ding jetzt hat, ist auch ein kleines bisschen höher wie jetzt eine VSR. Also wenn ich jetzt eine VSR hernehme, gerade die SSG 10 mit 3 Joule zum Beispiel, die geht vom Abzugsgewicht her ein bisschen leichter oder einfach ein bisschen knackiger. Beim S96 oder beim SSG 96 müsst ihr ein kleines bisschen stärker am Abzug ziehen, um den Piston eben zu lösen. Es ist nicht zu straff, es ist nicht zu stark, aber es geht im Vergleich zu der SSG oder zu einer VSR einfach ein kleines bisschen straffer. So Leute, dann geht's los mit den Internals. Da fangen wir zunächst mal beim Receiver oder beim Verschlussgehäuse an. Denn das Bauteil möchte ich euch noch mal ganz kurz in der Nahaufnahme zeigen. Ich habe es euch vorhin, glaube ich, schon mal ganz kurz gesagt. Wir haben hier für 350 € ein komplett CNC gefrästes Aluminiumgehäuse oben drin sitzen. Und das erwartet man eigentlich für den Preis nicht wirklich. Bedeutet hier von der Qualität und vom Material und von der Fertigung wirklich ein sehr, sehr gutes Gehäuse, muss man sagen. Ich kann euch mal kurz eins daneben legen. Wie gesagt, hier SSG 96, Aluminium, CNC gefräst. Und hier einmal MB01 von Well. Hier das Ganze aus Zinkguss gefertigt. Dementsprechend vom Gewicht her deutlich schwerer, richtig schwerer Prügel. Dagegen das CNC gefräste Gehäuse aus Alu, mega leicht. Vielleicht ein Drittel vom Gewicht her geschätzt jetzt. Was ebenfalls sehr schön ist, wenn ihr euch die Gehäuse jetzt mal von unten anschaut, habt ihr ja hier quasi einmal die Gewinde drin, wo später einmal eure Abzugsgruppe festgeschraubt wird. Einmal hier, einmal hier, einmal hier, einmal hier. Und da seht ihr auch direkt gleich, dass bei dem SSG 96 Gehäuse unten nicht das Ganze über Aluminiumgewinde festgeschraubt wird, sondern ihr habt hier im Aluminium nochmal ein Stahl, so eine Gewindebuchse aus Stahl eingearbeitet. Bedeutet auch, wenn ihr mal die Schrauben ein bisschen fester zugnellt von der Abzugsgruppe, ihr reißt euch dann nicht sofort das Gewinde kaputt. Hier hat man also mitgedacht. Bei Well dagegen habt ihr hier das Ganze aus Zinkguss gefertigt, Zinkgussgewinde. Und wenn ihr da einmal die Abzugsgruppe ein bisschen zu arg anzieht, reißt ihr sofort die Gewinde kaputt. Denn hier hängt die gesamte Abzugsgruppe letztendlich nur an 3 bis 4 Gewindegängen. Dementsprechend hier bei dem Gehäuse von der SSG 96 mitgedacht und saubere Stahlgewindehülsen eingearbeitet. Ebenfalls seht ihr vielleicht, dass da so schöne blaue Grütze dran hängt. Hier sind sämtliche Schrauben von der gesamten Abzugsgruppe, vom gesamten Receiver, alles mit Schraubensicherung festgezogen. Bedeutet, das Zeug löst sich nicht von selbst. Also hier von der Qualität wirklich tipptopp, da kann man gar nichts sagen. Und auch ein kleiner Punkt, das kann ich euch auch gleich nochmal sagen. Ihr seht vielleicht hier seitlich, je nachdem wie das Licht drauf fällt, seht ihr hier so eine kleine Kante drin. Und zwar habt ihr hier so ein kleines Stück eingearbeitet, welches ihr hier unten über die Schrauben lösen könnt und dementsprechend das Ding auch für Lefties nutzen könnt. Bedeutet hier einfach die Schrauben lösen, den Block rausnehmen, dann anderen Kammerstängel besorgen. Ihr könnt das Ding auch für Linkshänder nutzen. Dementsprechend hier ein modularer Receiver und ihr benötigt nicht einen kompletten Receiver, wenn ihr das Ding auf links umbauen möchtet. Dann können wir gleich weitermachen mit der Abzugsgruppe. Hier haben wir zunächst mal das gesamte Gehäuse von den Bauteilen. Ist zweiteilig, ein Teil links, ein Teil rechts und ist aus Zinkguss gefertigt. Also hier links und rechts 2 Gussteile dementsprechend. Dann seht ihr, dass wir im inneren Bereich das Ganze über Wellen haben. Bedeutet, ihr habt dann einmal, ihr habt dann quasi einmal hier oben eine Welle drin, ihr habt hier eine kleine Welle drin und ihr habt hier unten eine Welle drin. Bedeutet, letztendlich habt ihr dann hier im mittleren Bereich einmal den Trigger-Sear oder Abzugstange drin sitzen, dann habt ihr auf der unteren Welle, habt ihr einmal euren Abzug sitzen, einmal so drauf und im oberen Bereich, hier sitzt dann letztendlich einmal euer Sear einmal drin, quasi so. So, dann habt ihr noch ein paar Federn drin, einmal hier unten eine und einmal für den Abzug selbst
hier noch eine. So, dann habt ihr natürlich auf der gegenüberliegenden Seite hier oben vom Sear habt ihr auch noch eine, die spare ich mir jetzt erstmal. Zunächst mal Material. Wie gesagt, Gehäuse ist aus Zinkguss gefertigt, beide Hälften. Der Abzug ist aus Aluminium gefertigt. Der Trigger-Sear bzw. die Abzugstange hier rüberwärts zum Sear hin ist aus Stahlguss gefertigt oder gesintert. Und einmal euer Sear selbst ist aus CNC gefrästem Stahl gefertigt. Also hier, da wo quasi die maximale Belastung draufkommt auf den Sear hier oben, das Ganze aus CNC gefrästem Stahl. Dementsprechend auch vom Preis her für 350 €, tipptopp, da kann man nicht schimpfen. Material hervorragend und auch haltbar das Ganze. Ein kleiner Punkt, das hat mich damals bei der Striker von Ares schon ein kleines bisschen gestört. Da wo quasi die Belastung draufkommt, dann nutzt sich auf Dauer auch dieser Zinkguss von der Bohrung, der nutzt sich hier nach einer Zeit ein kleines bisschen ab. Und ihr seht, hier haben wir nicht wirklich viel Wandstärke vorhanden. Bedeutet, hier wird es auch früher oder später auch irgendwann mal passieren, dass halt das Loch ein kleines bisschen größer wird. Wie gesagt, bei der Striker hat sich das alles irgendwann eingearbeitet und abgerieben. Und auch hier wird es eben auf Dauer passieren, dass das Loch ein kleines bisschen größer wird. Soll aber nicht heißen, dass das Ding jetzt nach einem Jahr gleich kaputt ist. So, dann habt ihr hier oben einmal den Sear drin sitzen. So, vom Abzug selbst her recht simpel umgesetzt. Ihr zieht einmal am Abzug, die Stange bewegt sich einmal über die Achse und im vorderen Bereich löst sich dann einmal euer Sear. Und dementsprechend wird der Schuss gelöst. So, das Ganze ist zunächst mal ein 90-Grad-System, also kein 45 Grad, sondern 90-Grad-System. Was mir allerdings ein kleines bisschen fehlt, ist noch ein Gewindestift, um das Ganze ein bisschen zu justieren. Bedeutet, wenn ihr euch das mal anschaut, ich habe es euch vorhin schon mal ganz kurz gesagt, jetzt nehmen wir mal an, hier hängt jetzt der Piston oben dran. Jetzt zieht ihr am Abzug. Ihr seid hier direkt einmal am Sear dran. Bedeutet, die Stange wird direkt bewegt. Daher hier aber die Achse oder die Welle relativ weit vorne sitzt, müsst ihr quasi den doppelten Weg, den ihr hinten macht mit dem Abzug, ja, macht ihr vorne nur 50%. Dementsprechend der Abzugsweg relativ lang und nicht einstellbar, beziehungsweise standardmäßig nicht einstellbar. Bedeutet, wir gucken es uns mal an. Jetzt nehmen wir mal an, hier kommt die Belastung drauf oder der Zug vom Pisten und jetzt zieht ihr am Abzug. Ihr zieht, ihr zieht, ihr zieht, ihr zieht, ihr zieht, ihr zieht, ihr zieht und erst hier löst sich jetzt der Sear. Also ein relativ langer Abzugsweg und nicht einstellbar. Da wäre es vielleicht noch schön gewesen, wenn man hier hinten vielleicht noch einen Gewindestift irgendwie drin gehabt hätte oder hier oben einen Gewindestift, damit man hier einfach den Weg ein bisschen reduzieren kann, dass der Abzug standardmäßig vielleicht schon ein kleines bisschen weiter vorne steht oder dass die Stange hier schon ein bisschen weiter unten steht, ist hier aber leider nicht möglich. Wer ein kleines bisschen basteln kann und sich auskennt, kann es aber schnell selbst umsetzen. So, dann haben wir hier unten drin, haben wir noch einmal unseren Spring Guide Stopper hängen oder drin stecken. So, jetzt seht ihr, der gesamte Spring Guide Stopper hat hier an dieser Position hier so eine kleine Kerbe drin. Und genau an dieser Kerbe rastet oder hakt diese kleine Feder hier ein. Bedeutet, ihr schiebt das Ding dann einmal rein von unten und dann kommt ihr zu dieser Kerbe und dann rastet diese Feder, dann quasi einmal ein an dieser Kerbe. So, das Ding, genau, die Feder, was jetzt gerade rausgesprungen ist. Und es geht aber so, oder die Feder hakt das so straff ein, meiner Meinung nach. Und dementsprechend war es mir jetzt nicht möglich, das Ding irgendwie problemlos zu entfernen. Ihr kommt zwar mit dem Daumen, ich habe es euch vorhin gezeigt, ihr kommt zwar mit dem Daumen da rein, aber ich konnte nicht genügend Kraft aufbringen, damit ich das Ding runterziehe. So, der Spring Guide Stopper an sich ist auch einmal komplett aus Stahl gefertigt und dann nochmal beschichtet. Das kann man, glaube ich, recht gut sehen, wenn ich ein bisschen so ins Licht reindrehe. Kleines bisschen, also hart beschichtet, aber was auch auffällt, so, und das könnt ihr jetzt wahrscheinlich wieder nicht sehen. Ich weiß nicht, ob ich das im Video euch zeigen kann. So müsst ihr das jetzt eigentlich einigermaßen sehen können. Ich weiß nicht. Schaut mal hier oben drin. Hier ist der Spring Guide Stopper an den oberen Positionen oder an dem Radius. Ist hier das Material schon ein bisschen abgeschliffen. Wo das jetzt genau reibt, verstehe ich nicht. Ich denke mal, das kommt direkt von der Fertigung. Auf jeden Fall hier oben ist die Beschichtung schon ein kleines bisschen weg. Und dementsprechend hat sich hier ein kleines bisschen Flugrost gebildet oder ein kleines bisschen Rost. Bedeutet hier einmal auf der Seite im Radius und auf der gegenüberliegenden Seite ebenfalls im oberen Bereich ein kleines bisschen Rost angesetzt. Gehe ich später ein bisschen mit dem Schleifpapier drüber, ein bisschen Öl drauf, fertig, dann hat sich das Ganze erledigt. Aber wie gesagt, Spring Guide Stopper ist einmal komplett aus Stahl gefertigt und dementsprechend auch für noch stärkere Federn, warum auch immer, locker ausreichend. Nur der eine Punkt, wie gesagt, das mit diesem Quick Change oder dass man den so problemlos rausziehen soll, so wie es gedacht ist, hat es bei meinem Modell leider nicht ganz so gut funktioniert. Denn das Ding sitzt einfach viel zu brutal schwer drin einmal in dem System.
So, dann das Ganze wieder zusammengebaut, gerade für Einsteiger oder Leute, die eben nicht wissen, wie sowas funktionieren muss, wenn es fertig gebaut ist oder zusammengebaut ist. Hier oben der Sear, müsst ihr ein bisschen auf die Federn achten, dass ihr diese wieder korrekt einmal spannt. Bedeutet, wenn ihr durchzieht den Abzug, der muss natürlich gefedert sein, seht ihr. Wenn ihr quasi den Abzug durchdrückt und haltet, muss der Sear in beide Richtungen gefedert sein. Bedeutet einmal nach vorne und ebenfalls nach hinten. Also in beide Richtungen muss das Teil gefedert sein. Dementsprechend ein bisschen aufpassen, wenn das zusammenbaut wieder, damit die kleinen Federn eben richtig einhakt. Natürlich hier oben und selbstverständlich unten am Sear ebenfalls. So, jetzt nochmal der eine Punkt. Wenn wir jetzt den Spring Guide Stopper quasi einmal installieren, als wäre diese einmal im System drin. Dann habe ich euch gerade gesagt, ihr habt hier innen drin, ja genau, wartet. Dann habt ihr hier einfach diese kleine Kante. Bedeutet normalerweise, wenn das Ganze leichter gehen würde, dann könntet ihr rein theoretisch einfach nur mit dem Finger am Abzug rein, könnt das Ding runterdrücken, zack, Zylinder nach hinten entnehmen, Feder wechseln, Wartung machen oder sonstiges. Das funktioniert aber, wie gerade schon angesprochen, leider nicht. Denn hier ist einmal diese Kante, man hört es auch, wenn man einmal reinschiebt, klack, jetzt ist er eingehakt, einmal an dieser Feder hier unten. Und jetzt braucht man da so viel Schmackes, damit man den wieder rausbekommt, dass das eigentlich im Schaft nur mit dem Daumen oder mit einem Finger so gut wie nicht möglich ist. Also hier, das hätte, natürlich, er muss drin bleiben, es ist schön, wenn er fest sitzt, aber wenn man gerade sagt, hier Quick Change und sowas, dann muss das Ding leichter gehen. Also dementsprechend könnte man vielleicht die Feder innen drin noch ein bisschen bearbeiten, ein bisschen weicher machen. Er muss drin bleiben, aber wenn man es halt schnell wechseln möchte, irgendwie einen Zylinder zum Rausnehmen, dann muss der ein bisschen leichter gehen. Vielleicht läuft sich das Ganze auf Dauer auch noch ein bisschen ein. So, und letztendlich hängt dann das ganze Ding da unten einmal in dieser sauberen Fräsung drin. Zack, einmal da. Und auch hier passt das Ganze wunderbar rein. Zack, sitzt sauber drin. Links, rechts Stahlgewinde, habe ich euch vorhin schon gesagt. Und dann sitzt das Ding hier unten sauber dran. Dann machen wir weiter mit dem Zylinderset. Da fangen wir zunächst mal beim Zylinder selbst an. Und das ist wieder ein sehr, sehr guter Zylinder, muss ich sagen. Ist komplett aus Edelstahl gefertigt. Die untere Fräsung ist komplett sauber. Kein Grat oder sowas vorhanden. Richtig schön sauber. Auch jetzt noch kein Abrieb oder sowas. Auch am Spring Guide Stopper nichts zu sehen. Irgendwie ganz leicht minimalst hier außen. Aber keine Vertiefung oder kein Material bis jetzt abgetragen. Dementsprechend hier kein Kratzen, kein Haken, kein Reiben zwischen Zylinder und Spring Guide Stopper vorhanden. Ebenfalls von der hinteren Aufnahme wieder sehr gut umgesetzt. Der Zylinder ist im hinteren Bereich über ein Gewinde befestigt, beziehungsweise die hintere Aufnahme und zusätzlich dann nochmal verplombt. Viele Hersteller tun es nur verplomben, dann kann es passieren, dass euch eben das Loch rausreißt. Andere verschrauben es nur. Also hier gute Kombination, Gewinde im inneren Bereich und zusätzlich dann einmal verstiftet oder verplombt. Dementsprechend von der Haltbarkeit tipptopp. Wie gesagt, komplett aus Edelstahl. Auch die hintere Aufnahme hier hinten, wo der Kammerstängel dran hängt, ist ebenfalls aus Edelstahl. Dann haben wir den Kammerstängel selbst. Dieser ist komplett aus Stahlguss gefertigt, dementsprechend relativ viel Gewicht drauf oder relativ schwer das Ganze. Und der hintere Block vom L96 ist dann komplett aus Zinkguss gefertigt. Hier der eine Punkt, wie vorhin schon mal angesprochen, sind diese kleinen Kanten, wo man ab und zu am Receiver ein bisschen hängen bleibt oder gegenknallt ein kleines bisschen beim Vorziehen. Wie gesagt, nutze ich halt hier ein kleines bisschen die Beschichtung ab. So, dann Zylinder-Head machen wir dann zum Schluss, da kann man gleich das Bucking dann ansprechen. Machen wir zunächst mal mit den inneren Teilen weiter. Da haben wir im Zylinder drin einmal einen kompletten Edelstahl Spring Guide, das Ganze ohne Kugellager, Edelstahl, Vollmaterial und das Ganze nicht mit keinem Kugellager, aber ihr seht hier hinten ist so ein Washer drauf oder so eine Unterlegscheibe. Bedeutet, auch hier kann die Feder über diesen Washer sozusagen rotieren. Man braucht nicht unbedingt ein Kugellager, da tut so eine Scheibe, tut hier letztendlich genauso. Dementsprechend kann die Feder eben beim Aufziehen einmal frei rotieren darüber. Auch sitzt der gesamte Spring Guide einwandfrei sauber drin und kratzt und hakt nicht irgendwie an der Wandung innen drin entlang. So, von den Federn her, ich glaube 9 mm waren es, lasst mich nochmal ganz kurz nachmessen. Genau, 9 mm Innendurchmesser und Außendurchmesser müssten dann so um die 13 sein. 12,6 mm. Also stinknormale S96 Federn sind hier einmal drin verbaut. Bedeutet auch, wenn jetzt irgendwie Christoph, keine Ahnung, keine Feder da hat, stinknormale S96 Federn passen problemlos rein. 9 mm Innendurchmesser, Außendurchmesser 12,6, ihr bekommt aber auch 13 mm rein. So, dann ein kleiner Punkt, Pisten. Das wird wieder ein bisschen länger. So, Pisten ist an sich auch wieder ein guter Pisten, muss man sagen, für den Preis.
Ist auch wieder Kombination, einmal Aluminium und im hinteren Bereich einmal Edelstahl. So, die Gleitringe sind komplett aus Kunststoff gefertigt und weisen hier im unteren Bereich schon ein kleines bisschen, ja, bisschen Abrieb auf. Also die haben so ein paar kleine Rillen drin, wenn das vielleicht, müsste ich vielleicht noch ein bisschen ranzoomen. Ich weiß nicht, ob das jetzt besser erkennen könnt, aber die haben hier unten, haben die schon so ein paar kleine Kratzer drin. Das kommt einfach, das ergibt sich automatisch durch diese Fräsung hier im Zylinder drin. Ist aber, wie gesagt, ist noch nichts Schlimmes. So, Aufnahme auch hinten Edelstahl ist ebenfalls sehr gut, 90 Grad. Das Ganze natürlich dementsprechend von der Haltbarkeit tipptopp. Und vorne einmal die Dichtung vorne dran oder Pistenhead, wenn ihr das so nennen wollt, ist komplett aus Gummi gefertigt. Das müsste, ja, es müsste ungefähr ein 70-75 Shore-Gummi sein. Dichtet auf jeden Fall sauber ab und ist einmal vorne aufgesteckt. Dementsprechend könnt ihr das ganze Ding hier einmal drehen, sage ich mal. Also nur aufgesteckt. Wie gesagt, Abdichtung ist hervorragend. Der eine kleine Punkt, was ich ansprechen wollte, standardmäßig, seht ihr es vielleicht, es ist relativ trocken, muss ich sagen. Also auch im inneren Bereich der Zylinder, da könnt ihr mit dem Finger mal reinstecken. Da ist bei meiner Version, ist er innen drin futztrocken. Also da ist keinerlei Silikonfett oder Silikonöl einmal drin. Bedeutet, wenn ihr da mal irgendwie das Ding auch mal aufmacht, mal sauber macht oder irgendwas, macht einen kleinen Spritzer Silikonöl rein oder sowas, damit einfach der Gummi hier vorne ein kleines bisschen besser geschmiert ist. Aber wie gesagt, standardmäßig ist die Abdichtung von dem Ding wirklich sehr, sehr gut. Da kann man gar nicht schimpfen. So, hier einmal unser Zylinderhead, auch komplett einmal Edelstahl, schöner O-Ring vorne abgedichtet. Die Pufferfläche ist auch relativ hart, das müsste auch ungefähr, ich schätze auch mal so 70-75 Shore sein. Die hätten wir ein bisschen weicher machen können. 50, maximal 60 Shore sind ausreichend. Dann wäre vielleicht der Aufprall auch noch ein bisschen mehr gedämpft worden. Also hier relativ hart vom Gummi her. Aber viel Material als Puffer vorhanden oder als Aufprallfläche. Geht auch in den Zylinderhead noch, ja, bestimmt so 3 mm noch weiter rein. Also sehr viel Gummi, aber der hätte ein kleines bisschen weicher sein dürfen, um vielleicht einfach das Ganze noch ein bisschen besser zu dämpfen. Aber wie gesagt, der ist in Ordnung, dichtet saugut ab. Und was ebenfalls sehr gut ist, oder sehr gut gefertigt, ist der Außendurchmesser von der Nozzle vorne. Denn der passt perfekt, also wirklich richtig perfekt, einmal zum Bucking. Sprechen wir dann gleich beim Hop-Up im Detail durch. Ihr habt hier ein Maple Leaf Bucking drin, stinknormales Maple Leaf L96 AWM Bucking. Der Zylinderhead passt vom Durchmesser perfekt. Das Ding sitzt sauber drin, richtig schön press und dichtet einfach nur abartig gut ab. Ich weiß nicht, Chronotest haben wir uns die schon angeschaut. Auf jeden Fall, ich habe gestern mal nochmal gekront mit 2,84 und das ist eigentlich sehr konstant. Also 2,84 fast mit jedem Schuss. Dementsprechend Abdichtung auch hier vom Zylinderhead zum Bucking sehr, sehr gut umgesetzt. Kann man echt nicht schimpfen. Haben wir schon deutlich schlechter gesehen. So, alles wieder zusammengebaut. Innen drin ein kleines bisschen Silikonöl jetzt reingesprüht, damit einfach der Pistenhead vorne, ja, der Gummi ein kleines bisschen Silikonöl abbekommt und ebenfalls die Gleitringe auch ein kleines bisschen geschmiert sind. Ich meine, übertreiben braucht man es nicht, man muss das Ding nicht fluten, aber ein kleines bisschen so eine feine Schicht sollte innen drin schon vorhanden sein. Jetzt können wir uns noch einmal die Abdichtung anschauen. Abdichtung Pistenhead zum Zylinderhead. Dazu spanne ich das Ding jetzt einfach mal mit der Hand. Ich muss bloß ein bisschen aufpassen, damit ich den Zylinder nicht zerkratze. So, dann halten wir das Ding mal zu und wir sehen, dass hier die Abdichtung wirklich schon mal perfekt ist. Bedeutet, hier entweicht am Zylinderhead vorne oder am Pistenhead absolut keine Luft. Könnt ihr sehen, Piston bleibt stehen, zack, fertig. Also hier die Abdichtung perfekt. So, wenn wir jetzt gerade noch den Zylinder da haben, können wir uns auch noch ganz kurz noch das Verhältnis anschauen, beziehungsweise Zylindervolumen, Laufvolumen. Da brauchen wir ja beim Federdruckmodell brauchen wir sehr viel Luft im Zylinder drin, damit wir 0,45 aufwärts, wenn der herbekommt, 0,48 Gramm noch rausbekommen aus dem Lauf. Dementsprechend ist aber hier der Lauf auch ein bisschen kürzer wie bei anderen L96 Modellen. Mal zum Vergleich, hier haben wir einen Lauf drin mit 430 mm. Und im Vergleich eine Well MB, was ist ein L96? 01? Ja, 01 müsste es sein. Also Well MB 01 zum Beispiel hat ein bisschen längeren Lauf. Ich glaube 400, schlag mich tot, 480. Also ein kleines, auf jeden Fall länger wie jetzt hier in der SSG 96. Mit dem 430 mm Lauf haben wir jetzt ein Verhältnis von 2,6:1. Dementsprechend problemlos 0,45, alles, auch von mir aus 0,5er Plastikkugeln, könntet ihr aus dem Ding noch rausdrücken, denn ihr habt genügend Luft da einmal vorhanden.
Wir haben hier letztendlich einen stinknormalen L96-Zylinder, bedeutet Innendurchmesser sind 20,2 müssten es glaube ich noch sein, wenn ich es noch weiß, 20,2 und wir haben eine Länge abzüglich Zylinderhead, abzüglich Pistenweg von 100 mm. Und wenn wir das Volumen einfach berechnen im Verhältnis zum Lauf mit 601 Innendurchmesser 2,6:1, also problemlos sämtliche BBs, die ihr bekommt, könnt ihr da drin spielen in dem Ding. Und ist einfach genügend Luft vorhanden. Wenn ihr da noch ein größeres Verhältnis wollt, dann müsst ihr zu einer Silverback greifen, denn die haben nochmal deutlich mehr. Okay, so, dann schauen wir uns Lauf- und Hop-Up-System an. Beginnen wir hier zunächst mal beim Lauf. Das ist ein spezieller L96 Lauf und auch kein Maple Leaf oder sowas, sondern ein ganz normaler China-Lauf 601 Messing. Dementsprechend auch vorne nicht wirklich eine Krone dran, wenn ihr mal reinschaut. Also nur eine ganz, ganz kleine Phase hier vorhanden und nicht wie bei anderen Läufen, dass der Lauf vorne einfach langsam schön aufgeht. Hier einfach abrupt vorne sage ich mal so eine kleine Phase, dass er entgradet ist. Also nichts Spezielles, stinknormaler China-Lauf 601 Messing. Und speziell natürlich L96. Wenn ihr hier was Hochwertigeres sucht, Maple Leaf gibt zum Beispiel L96 Lauf aus Edelstahl. Edelstahl? Ja, ist ein kompletter Edelstahllauf von Maple Leaf. Ganz speziell bei dem System oder beim L96-System seht ihr hier einmal dieses Klammernsystem. Können wir auch mal ein bisschen zurückziehen, damit ihr es besser sehen könnt. Seht ihr hier die Fräsungen auch im oberen Bereich, nicht wie bei einer AEG oder bei einer VSR, dass wir hier im unteren Bereich irgendwie eine Fräsung drin haben, sondern die ist hier einmal im oberen Bereich drin, wo quasi das Bucking dann später oder der Gummi eben zentriert oder gehalten wird. Hier ganz speziell. Was mir noch nie gefallen hat bei L96 ist diese Laufzentrierung, nenne ich es jetzt einfach mal. Denn hier habt ihr links und rechts einfach so ein ABS-Steg raus oder so einen kleinen ABS-Noppel drauf. Und letztendlich schiebt ihr dann später den Lauf nur über diese ABS-Dinger da einmal rein und dann sollt ihr einmal da drin halten. Ja, das ist halt hat ein bisschen Spiel. Ich weiß nicht, ob man das erkennen kann. Hat ein kleines bisschen Luft. Und wie gesagt, von dem System war ich noch nie wirklich überzeugt. Aber es funktioniert. So, also wie gesagt, hier wird das Ganze zentriert nur über diesen ABS-Ring hier einmal, oder diesen Kunststoffring hier einmal drüber. So, natürlich auch hinten von der Aufnahme ganz speziell. Ihr bekommt also nur S96 Läufe rein. So, und dann verbaut der Christoph eigentlich das bekannte oder das doch schon in die Jahre gekommene Maple Leaf AWM oder L96 Bucking. Das müssten auch viele von euch kennen. Das gibt es auch schon ewig. Für Marui-Kniften ist das Ganze ausgelegt. Und das müsste von der Härte her, müsste es 70er sein. Oder das sogar das 75er? Weiß ich nicht. Kann ich euch nicht genau sagen. Also 70 oder 75 Schor müsst ihr haben. Die sind letztendlich von der Farbe alle schwarz, also egal welche Härte. Gibt es, glaube ich, 70, 75 und 80 Schor müsst es, glaube ich, auch noch geben. So, auf jeden Fall sprechen wir mal das Wichtige durch. Ihr seht, ich werde euch das Bucking nicht umstülpen, denn das ist das Einzige, was ich da habe. Und da wir wie bei einer VSR bzw. bei einer GBB hinten einen relativ dicken Gummiring haben, geht es unheimlich schwer zum Umstülpen des Bucking. Und dann kann es passieren, dass man es kaputt macht. Das möchte ich natürlich vermeiden. Wir schauen uns trotzdem mal, oder wir sprechen trotzdem mal ganz kurz die Patchfläche an. Ich weiß nicht, vielleicht seht ihr sie, ich weiß es nicht. Ansonsten googelt einfach mal Maple Leaf AWM L96 Bucking. Vielleicht findet ihr noch irgendwelche Bilder, wo ihr einfach die Patchfläche offen seht. Auf jeden Fall auch eine relativ lange Patchfläche und dann ähnlich wie beim Autobot habt ihr so ein langgezogenes Dreieck als Patchfläche oben drin. Bedeutet, geht spitz zulaufen, nach vorne hinzu und dann habt ihr vorne auch einfach so zwei so Bobbel dran, sage ich mal. Dementsprechend hier langgezogene Patchfläche, wie das Autobot-Bucking und einfach dementsprechend genügend Reibung oder Bremswirkung im oberen Bereich vorhanden, um eben auch problemlos schwere Kugeln zu hoppen zu können. Dementsprechend, das Bucking funktioniert wirklich sehr, sehr gut. Und wie vorhin auch schon angesprochen, auch die Abdichtung zum Zylinderhead ist einfach tipptopp. Die Chronowerte waren sehr, sehr konstant und hier absolut kein Druckverlust zwischen Nozzle und einmal Bucking. Wird hier also richtig schön Press reingeschoben, die Nozzle. Auch der Sitz von der BB unter der Patchfläche ist perfekt. Das ist nochmal ausgeglichen mit so einer kleinen Messingscheibe. Bedeutet, im hinteren Bereich von der Hop-Up-Kammer habt ihr zunächst mal diesen Messingring drin, der quasi als Abstandshalter dient und erst dann kommt einmal das Bucking. Dementsprechend hier auch vom Sitz her beachtet oder drauf geachtet, damit es wirklich sauber zusammenpasst. Okay, so, das Bucking sitzt dann einmal schön Press auf dem Lauf drauf. Jetzt müssen wir bloß gucken, wo die Rille ist. Hier ist einmal oben, einmal hier oben drauf. Da müssen wir bloß beim Aufschieben, halt einen kleinen Punkt können wir noch ansprechen. Haha. Vom Lauf her, ich
ich kann nicht mehr beide hinzoomen, aber ich weiß nicht, ob man das erkennen kann. Wenn ihr hier mal reinschaut, haben wir schon relativ viel Abrieb im unteren Bereich von der BB. Ich weiß nicht, ob man das erkennen kann, aber hier ist auch der Lauf im inneren Bereich. Wie soll ich sagen, es ist jetzt nicht vergleichbar mit dem hochglanzpolierten Edelstahllauf oder sowas. Er ist einfach qualitativ, ja, ein stinknormaler China-Lauf, sage ich mal. Er ist zwar schön sauber innen drin, keine unsauberen Stellen, aber man merkt einfach hier hinten, gerade jetzt hier vom Abrieb von den BBs, von dem PLA, sieht man direkt, dass hier einfach so ganz kleine Rillen von der Fertigung unten vorhanden sind von dem Lauf. Also wie gesagt, für den Preis kann man nicht schimpfen, aber es gibt natürlich auch qualitativ hochwertigere Läufe. So, dann können wir uns aber zunächst mal ganz kurz die Hop-Up-Kammer noch anschauen, bevor wir das wieder zusammenbauen. Hop-Up-Kammer ist letztendlich vom Prinzip her oder vom Aufbau her identisch zu jedem anderen R96 Modell. Bedeutet auch, euer Lauf, wie vorhin schon gesagt, wird über diesen komischen ABS-Ding da, ja, Ring da zentriert und wird dann letztendlich über diese Messinghülse oder über diese Überzugsmutter einmal in der Hop-Up-Kammer verankert oder gespannt. So, bedeutet hier Standard R96. Jetzt haben wir hier aber ein TDC-System. Bedeutet, wir haben hier oben einen speziellen Lever drin sitzen. Und dann seht ihr hier vorne an dem Lever, habt ihr einen kleinen Gewindestift drin. Und das ist genau der Gewindestift, der letztendlich am Outer einmal sichtbar ist. Bedeutet, wenn ihr dann hier oben drauf schaut, habt ihr hier einmal Hopp, da habt ihr ein kleines Loch und genau da unten drunter sitzt einmal dieser Gewindestift. Jetzt ist natürlich der Gewindestift vom Durchmesser größer wie die Bohrung hier oben im Outer. Bedeutet, auch wenn ihr hier dreht, quasi von außen, kann dieser Gewindestift nicht aus dem Outer rauskommen, sondern steht im inneren Bereich an der Wandung an. Wenn ihr jetzt also von außen dreht, schraubt ihr quasi sozusagen den Lever im inneren Bereich, also diesen langen Hebel hier, einmal nach oben und nach unten im vorderen Bereich. Hier ist nicht wirklich sehr viel Platz vorhanden, wenn ihr sehen könnt. Da haben wir circa einen Einstellweg von 1 mm. Das ist aber ausreichend. Da wir einfach eine große Patchfläche haben, viel Reibung erzeugen oder viel Widerstand erzeugen übers Bucking, langt euch ein Millimeter hier locker aus. Natürlich hätte man vielleicht noch ein Feingewinde nehmen können, anstatt so ein stinknormales DIN- oder ISO-Gewinde. Dann hätten wir das Ganze vielleicht ein bisschen feiner einstellen können. Hier müsst ihr halt beim Drehen ein bisschen vorsichtig sein. Also nicht einfach hier gleich mal eine Umdrehung oder so machen, sondern einfach ganz vorsichtig, häppchenweise immer rantasten ans Hop-Up. So, der Lever an sich, der müsste aus entweder Alu oder Zink sein. Ich kann es nicht genau sagen. Auf jeden Fall ist er aus Metall. Ich habe auch schon reingebissen, fühlt sich an oder schmeckt nach Alu. Ich denke mal, es ist Aluminium. Also hier oben der Tensioner, der Lever. Und dann seht ihr aber auch, dass der Tensioner direkt wieder am Lever mit dran ist. Bedeutet, wir drücken letztendlich hier mit einer harten Fläche. Seht ihr hier, das ganze Ding hier ist einmal euer Tensioner. Wir drücken hier mit einer harten Fläche einmal aus Bucking drauf. Das ist an sich ist es nicht verkehrt, aber meiner Meinung nach hätten wir das Ganze ans Bucking vom Radius anpassen können. Bedeutet, wenn ihr euch das anschaut, wir haben hier letztendlich nur, ja, es ist komplett flach, also sozusagen klassisch flat. Aber das Bucking innen drin oder die Patchfläche vom Bucking hat einen Radius. Und da wäre es einfach auch schön gewesen, wenn auch der Tensioner ebenfalls sich vom Radius ans Bucking oben anpasst. Müssten ein R4,2 oder sowas sein oder R4,25. Damit einfach hier die Rundung erhalten bleibt. Dementsprechend drücken wir aber hier nur flach. Ich meine, es funktioniert, aber normalerweise eine BB-Zentrierung ist mit einem abgerundeten Tensioner meistens immer besser wie mit einem komplett flachen. Aber wie gesagt, es funktioniert und es ist auch schön groß, um eben auch schwere Kugeln hobben zu können. Auch von der Passgenauigkeit her hätte der Lever ein kleines bisschen breiter sein können, denn der wackelt hier oben ein kleines bisschen innen drin oder hat hier ein bisschen Spiel, kann also hier ein kleines bisschen innen drin rumschwabbeln. Da könnte man auch links und rechts vielleicht noch irgendwie ein Stück Folie draufkleben oder irgendwas, damit der wirklich 100% zentriert wird. Also wie gesagt, vielleicht 0,3 breiter hätte er sein können. Aber wie gesagt, es funktioniert sogar recht gut und dementsprechend kann man es auch nicht kritisieren. Gerade dieses TDC ist vom Einstellen her einfach unheimlich benutzerfreundlich, wenn man keine langen Scopes drauf hat. Aber das habe ich euch vorher schon mal angesprochen. So Leute, das soll es für heute schon wieder gewesen sein. Ich weiß, es ist ein kleines bisschen kürzer geworden wie meine anderen Videos, aber letztendlich die Demontage habe ich mir sparen können, da ist nicht viel dabei. Also so ein R96 auseinander zu kloppen, sollte eigentlich jeder hinbekommen. Es sind ein paar Schrauben dran, Zylinder raus, zack, ist das Ding zerrupft. Kann man also, glaube ich, im Video drauf verzichten. Muss ich euch nicht zeigen. Machen wir also abschließend noch mein ganz persönliches Fazit heute zur Norwich SSG 96.
Fangen wir bei den Punkten an, welche finde ich gut. Da hätten wir zunächst mal auf Punkt Nummer 1. Die Verarbeitungsqualität ist wirklich tipptopp. Da kann man gar nicht schimpfen. Geiles Verschlussgehäuse oben drin, mega geiler Schaft, nichts klappert, nichts lässt sich verwinden. Die Toleranzen sind alle vollkommen in Ordnung. Dementsprechend die Verarbeitungsqualität ist wirklich tipptopp. Da kann man nicht maulen. Nächster Pluspunkt. Freue ich mich ganz besonders, die Materialien. Wir haben hier für 350 €, dachte ich eigentlich, gut, vielleicht kommt irgendwie so ein bisschen so die SSG 10 A1 ein bisschen mit ABS-Schaft oder sowas oder im Vergleich zu einer Well. Nein, wir haben einen kompletten Polyamid-Schaft und das ist einfach ein ultra geiler und solider Schaft. Der ist nicht nur, wie gesagt, von der Haptik her hervorragend, er fühlt sich hochwertig an, auch wenn er draufklopft auf das Ding, nicht irgendwie hohl, nicht schepprig oder sowas. Richtig geiler, dickwandiger Polyamid-Schaft. Dazu noch CNC gefrästes Verschlussgehäuse aus Aluminium und schön dickwandiger Outer, ebenfalls aus Aluminium. Dementsprechend hier Materialwahl hervorragend, gebe ich ebenfalls einen Pluspunkt. Der nächste Pluspunkt sind dann die Internals, und zwar das gesamte System, denn ich hatte jetzt hier im Vergleich zu der SSG 10, die ja ein paar Kinderkrankheiten am Anfang hatte, hier nichts festgestellt. Bedeutet, das System läuft butterweich. Wir haben keinen Abrieb drin, wir haben keine Reiben, wir haben keine scharfen Kanten irgendwo am Receiver drin. Dementsprechend, es dichtet alles hervorragend ab, super Abdichtung und hier definitiv ein weiterer Pluspunkt für die sehr, sehr guten und haltbaren Internals, die hier standardmäßig drin verbaut sind. Jo. So, wenn wir das Ganze mal zusammenfassen, Verarbeitung hervorragend, tolle Materialien, super laufendes System, robustes System, tolle Internals und das Ganze für 350 €. Respekt, sehr gutes Preis-Leistungs-Verhältnis, gebe ich ebenfalls einen Pluspunkt dafür. Okay, so, dann kommen wir zu den Neutralpunkten. Der erste Neutralpunkt, da war ich mir nicht sicher, mache ich es Pluspunkt, mache ich es Neutralpunkt. Es ist ein bisschen die Kombination Lauf-Hop-Up-System. Es funktioniert, oder man kann zunächst mal sagen, es ist out of the box das beste L96 Hop-Up-System. Bedeutet, da kommt er halt mit einer TM oder mit einer Well, kommt er da nie im Leben ran. Dementsprechend das Hop-Up-System selbst sehr, sehr gut. Man muss aber auch dazu sagen, dass es vom Hop selbst sehr konstant war, die Flugbahn an sich. Also, wie soll ich sagen, die Höhe war schön konstant von den BBs. Aber der Streukreis links-rechts war ein kleines bisschen schlechter wie jetzt bei der SSG 10 mit dem Autobucking drin und kommt nicht an eine SAS mit einer Kragen oder mit dem TNT-Set ran. Das schafft sie nicht ganz. Also der Streukreis minimal ein bisschen höher. So, jetzt könnte man sagen, ja gut, man kritisiert das Hop-Up. Nein, es ist ein kleiner Neutralpunkt, denn ich denke, dass das Hop-Up an sich gar nicht so verkehrt ist, aber der Lauf ist qualitativ nicht der beste, sage ich mal. Bedeutet, wenn ihr euch den Lauf neu anschaut, sieht er wunderbar aufpoliert aus, schön glatt alles innen drin. Wenn ihr aber jetzt mal die ersten 60, 70, 100 BBs durchballert und euch dann den Lauf anschaut, dann werdet ihr feststellen, dass genau unter der Patchfläche der Lauf so ganz feine Riefen drin hat oder so ganz feine Rillen. Und dann seht ihr sofort Abrieb von dem PLA oder von euren BBs. Bedeutet hier von der Qualität her der Lauf nicht der beste. Hat man also hier ein bisschen gespart. Jetzt kommt der eine oder andere wieder daher und sagt, ja gut, dann hätte der Christoph gleich einen Maple Leaf Lauf reinbauen können. Ja, natürlich hätte er machen können, dann hätte das Ding vielleicht 400 € gekostet. Wie gesagt, es funktioniert. Man kann problemlos out of the box spielen. Man kann aber jetzt auch nochmal vielleicht 30, 40 € in die Hand nehmen und zum Beispiel einen Maple Leaf Edelstahllauf reinbauen, der einfach von der Verarbeitungsqualität ein bisschen besser ist. Und dann sind bestimmt auch die Ausreißer Geschichte, oder ihr werdet diese Ausreißer ein bisschen, oder das Schussbild ein bisschen konstanter, ein bisschen kleiner bekommen vom Streukreis her. Denn wie gesagt, der Lauf ist ja nicht der beste von der Verarbeitungsqualität her. Der Hop selbst, das Bucking ist sehr gut, die Abdichtung ist sehr gut und auch das Einstellen oben über den TDC oder über die Schraube funktioniert tadellos. Man muss natürlich ein bisschen aufpassen, da wir hier im Gewindestift kein Feingewinde drin haben, sondern ein stinknormales ISO-Gewinde. Seid mit dem Inbusschlüssel ein bisschen vorsichtig. Also nicht gleich hier eine Viertelumdrehung machen, sondern tastet euch da wirklich ein Achtelumdrehung ganz vorsichtig an euren Sweet Spot ran. Also nicht gleich drehen wie so ein Schmied, dann macht das Bucking kaputt. Also wie gesagt, geht ein bisschen grob zum Einstellen. Mit dem Feingewinde wäre es vielleicht ein bisschen besser gewesen. Und wenn wir gerade schon bei dem Punkt Hop-Up sind, ich weiß, es ist ein bisschen ausführlich wieder. Ich weiß jetzt nicht, ob es vielleicht vom Streukreis auch nicht vielleicht sogar besser gewesen wäre, wenn man den Tensioner im unteren Bereich abgerundet hätte. Das bedeutet ein Radius, damit sich das Ganze ans Bucking sauber anlegt. Hier drücken wir also mit einem flachen Tensioner runter. Man hat aber auch die letzte Zeit immer wieder gesehen, gerade die Systeme mit einem Tensioner, der abgerundet ist einfach die Zentrierung oder der Streukreis deutlich besser. Bedeutet hier vielleicht ein Tensioner mit Radius wäre vielleicht auch ein kleines bisschen besser gewesen. Das funktioniert, kann man sich kritisieren, aber ein ganz kleiner Neutralpunkt eben Hop-Up-System. Jo, okay. So, nächster Neutralpunkt, das ist einmal die Schlagkante hier hinten drin, denn es ist möglich standardmäßig den Zylinder
ein bisschen weit zu drehen oder zu rotieren über die Achse. Bedeutet, wenn man den Zylinder nach vorne schiebt und man tut den Kammerstängel ein bisschen nach unten biegen, dann schlägt man jedes Mal mit diesem Block hier hinten aufs Aluminium drauf oder auf den Receiver. Dadurch ergibt sich hier hinten so eine kleine Schlagkante oder so eine Abriebskante. Der Zylinder bleibt jetzt daran nicht hängen oder sowas, denn wir haben hier eine Phase, also der rutscht schon drüber, aber ihr schlagt immer ein kleines bisschen gegen die Ecke hier hinten. Dementsprechend gibt es hier eben so eine kleine Schlagstelle. Wie gesagt, es funktioniert, man kann es nicht wirklich kritisieren. Man hätte aber auch die Fräsungen vom Zylinder vielleicht ein kleines bisschen enger machen können, damit eben die Rotation nicht so stark gewesen wäre vom Zylinder. Dann hätte man diese Schlagkante auch beseitigen können. Wie gesagt, kritisieren tue ich es nicht, denn wirklich stören vom System tut es nicht. Okay, so, der nächste Neutralpunkt, das kann ich euch nicht sagen, ob es speziell bei meinem Modell jetzt ist oder ob es allgemein bei jedem Modell der Fall ist. Meine war relativ trocken. Bedeutet der Zylinder innen drin, wenn man mit dem Finger reingegangen ist, da war fast nichts drauf oder war relativ trocken. Und auch der Receiver oben ist standardmäßig nicht geschmiert. So, erkläre ich euch ganz kurz. Zunächst mal, Zylinder würde ich definitiv eine ganz feine Schicht Silikonöl aufbringen, damit einfach der Pistenhead sauber abdichtet und ein bisschen leichter läuft. Er dichtet zwar standardmäßig super ab, da kann man nicht schimpfen, aber er läuft, oder ihr habt es gemerkt, sobald man den Zylinder innen drin ein bisschen geschmiert hat, lief das ganze System einfach noch ein bisschen smoother. Denn standardmäßig war es zum Beispiel nicht möglich, den Zylinder aufzuziehen, die Waffe umzudrehen und den Zylinder wieder reingleiten zu lassen von selbst. Das war standardmäßig nicht möglich. Das ging erst, nachdem man den Zylinder ein kleines bisschen geschmiert hat. Denn wie gesagt, auch die Gleitringe, die dürfen gern ein kleines bisschen Silikonöl abbekommen. Nicht übertreiben, hauchdünne Schicht, fertig. Und dann auch, wie gesagt, ich habe auch den Receiver im hinteren Bereich ein kleines bisschen geschmiert. Der ist auch komplett trocken. Bedeutet, hier läuft der Edelstahlzylinder direkt im Alu drin, denn wir haben hier hinten keinen Zentrierring mehr drin. Das war jetzt nicht irgendwie, dass man einen Abrieb hatte oder dass irgendwas hakt oder kratzt. Das hat man nicht gemerkt. Wenn man allerdings den Zylinder entfernt hat, hat man schon gesehen, dass im Aluminium oder in der Beschichtung so glatte Stellen schon drin sind. Also so ein bisschen, wie soll ich sagen, so ein bisschen Abrieb. Kein Material, aber man hat es schon gesehen. Dementsprechend hier eben den Receiver im hinteren Bereich auch ganz minimal so ein bisschen geschmiert, dass der Zylinder einfach nicht direkt auf dem Alu läuft, sondern ein ganz kleines bisschen geschmiert ist. Habe ich euch aber auch gesagt, bitte nicht den ganzen Zylinder außenrum schmieren, ansonsten sammelt sich hier außen lauter Schmutz und Dreckpartikel und dann versüfft ihr euren ganzen Zylinder. Also wirklich nur im hinteren Bereich, quasi auf meiner Seite jetzt, kleines bisschen, minimal so ein bisschen schmieren. Wie gesagt, kann ich euch nicht sagen, ob das bei jedem Modell ist. Meine muss ich ein bisschen nachschmieren. Okay, so, und der letzte Neutralpunkt, das wird beworben als Quick Change System, glaube ich, heißt es. Und zwar soll es standardmäßig möglich sein, ihr kommt hier unten wunderbar mit dem Finger rein, vorm Abzug, und kommt hier an den Spring Guide Stopper ran. Bedeutet, rein theoretisch könnt ihr den nach unten ziehen mit Schmackes und könnt dann direkt einmal den gesamten Zylinder nach hinten rausziehen aus dem System. Da aber der Spring Guide Stopper so brutal da unten drin sitzt, war es mir leider nicht möglich, diesen irgendwie nach unten zu drücken. Bedeutet, auch mit dem Daumen ohne Werkzeug, ihr könnt da drücken, ihr könnt da ziehen, wie ihr wollt, das Ding hängt brutal fest drin. Und da finde ich, wenn man das schon bewirbt, dieses Quick Change, dann muss es auch funktionieren. Aber wie gesagt, bei mir geht es echt, der sitzt da brutal fest drin, der Spring Guide Stopper. Ich bekomme ihn hier unten nicht gelöst. Vielleicht bin ich auch einfach zu schwach. Aber hier ein ganz kleiner Neutralpunkt. Wie gesagt, der sitzt wirklich fest drin und ich kann ihn nicht einfach nur runterklipsen oder sowas. Okay, das waren viele Punkte. Abschließend noch die Kritikpunkte. Habe ich keine. Ich habe dieses Fazit, ich habe mir die ganze Knifte nochmal 5-mal drüber geschaut. Finde ich noch irgendwas, was man irgendwie wirklich kritisch sehen kann für den Preis? Oder gibt es irgendwas, was nicht so gut ist? Nein, gibt es nichts. Wirklich, definitiv heute absolut keinen Kritikpunkt. Dementsprechend sehr gute Verarbeitungsqualität, tolle Materialien, tolles System, tolle haltbare Internals und vor allem den Schaft finde ich mega. Christoph, ich zieh meinen Helm, habt ihr wirklich gut gemacht. Vor allem für 350 €, tipptopp. Bedeutet, wer Bock auf einen L96 hat, greift zu, ihr macht mit dem Ding absolut nichts falsch. Okay. So, das soll es gewesen sein. Jetzt muss ich aber auch dazu sagen, ich wollte mich natürlich mit diesem Video ein kleines bisschen beeilen, denn ich wollte pünktlich zur Veröffentlichung fertig werden. Bedeutet, ich hatte, gut, ich weiß jetzt nicht, wann ich das Video bringen darf, aber ich habe nur 5 Tage übers Wochenende Zeit gehabt. Jetzt habe ich entsprechend, gerade wenn es hochkommt, vielleicht 350, 400 Schuss mit dem Ding durch. Bis jetzt gibt es keine Probleme. Sollte es aber in Zukunft noch irgendeinen Punkt geben, wo das Ding irgendwie Abrieb entwickelt oder wenn der Zylinder innen drin auch wieder irgendwie einen Grad bekommt oder irgendwas, werde ich euch definitiv nochmal ein Video nachliefern.
Aber wie gesagt, die ersten 400 Schuss circa läuft das Ding einfach richtig, richtig gut. Okay Leute, dann wie gesagt, zum aktuellen Zeitpunkt sollte das Ding eigentlich veröffentlicht worden sein. Wenn ihr euch auch eine kauft, wenn euch die nächsten Tage noch irgendwas auffällt, wenn ihr sagt, ja Moment mal, bei mir ist irgendwie hier ein Grad drin, bei mir reibt irgendwas oder bei mir funktioniert irgendwas nicht. Oder wenn einer sagt, hey Reaper, das da ist besonders gut. Jederzeit euer Fazit wie immer unten ins Kommentarfeld reinhauen. Wenn es Probleme gibt, auch wenn ihr irgendwas besonders gut findet, haut es einfach unten in die Kommentare rein. Auch wenn ihr weitere Fragen oder irgendwas habt, immer rein damit mit dem ganzen Gelumpe. Dann bedanke ich mich auch heute wieder natürlich, dass ihr dabei wart. Wir sehen uns dann nächste Woche zum nächsten Video. Und wenn ihr Bock habt, dürft ihr lieben gern wieder ein Like, ein Abo und eventuell eine Mitgliedschaft dalassen. So Leute, wir sehen uns nächste Woche. Bis dahin, macht's gut.